Falsche Nachrichten, die verbreiten sich heute viel schneller als je zuvor. Schaut mal hier, zum Beispiel über Social Media. Digitale Technologien wie Deepfakes, die machen es ja heute nahezu unmöglich für uns, falsche Nachrichten rauszufiltern. Und da haben wir noch nicht mal über alternative Fakten geredet. Und wie Fake News entstehen, schauen wir uns heute im Experiment an. Und dazu habe ich den Versuchsleiter Edrit bei mir. Was reizt dich an Fake News? Fake News ist mit einer der interessantesten Themengebiete, weil so viele Komponenten zusammenkommen. Social Media kommt zusammen, Informationsverarbeitung kommt zusammen und eben auch die Verbreitung von Fake News. Wie entsteht das Ganze? Und deswegen beschäftige ich mich und ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir Menschen darauf aufmerksam machen, wie Fake News sich verbreiten, damit man auch geschützt ist davon. In dem Experiment geht es um die Informationsverarbeitung von einem bestimmten Text. Und dieser Text wird wie in einer Art Flüsterpost weitergeleitet. Und dadurch schauen wir mal an, was am Ende rauskommt dabei. Wichtig ist, diesen ganzen Text durchzulesen und so viel zu merken wie möglich und das weiterzugeben. Es sind keine Rückfragen erlaubt, das heißt, die nachstehende Person darf keine Rückfragen stellen, also nichts beantworten und so viel wie möglich, so viele Details wie möglich mit einbauen. Ich bin mal gespannt, was da passiert, was am Ende rauskommt. Ich bin gespannt, wie wenig oder wie viel ankommen wird. Dazu ein neuer Freund, den sie heiraten möchte, ist der Tankwart, der ihr geholfen hat, der allerdings wegen Kreditkartenbetrug Schwierigkeiten hatte. Und sie heißt Anna und schreibt an ihre Eltern. Dankeschön. Die Geschichte handelt von Anna, die einen Brief an ihre Eltern schreibt. Jetzt einen neuen Freund hat, der Tankwirt ist und den will sie auch heiraten. Tankwirt. Und den möchte sie jetzt heiraten und der ist aber in Schwierigkeiten wegen Kreditkartenbetrug. Also, die Geschichte handelt von Anna, die schreibt ihren Eltern einen Brief. Und das andere Szenario ist, dass sie verwickelt war in einen Brand im Internat. Es geht um Anna und Anna schreibt einen Brief an ihre Eltern, in dem sie ihnen sagen will, dass sie in Mathe und Chemie eine 5 geschrieben hat. Und das zweite Szenario, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Es geht um Anna, dreht sich dabei um ihren Freund, der irgendwie eine Tankstelle, überfallen hat oder so etwas und dann schreibt sie darüber. Und das zweite Szenario kam jetzt bei mir nicht mehr an. Also darum Ist geht's. verloren gegangen, okay. Ja. Und hat 2 Szenarien verfasst. Und das erste Szenario ist, da geht es um einen Freund, der die Tankstelle überfallen hat. Und das zweite Szenario ist auf dem Weg verloren gegangen. Also, was ist passiert? Die Anna hat in der Note schlechte Noten geschrieben. Deswegen verfasst sie jetzt einen Brief an ihre Eltern. Bei dem ganzen Brief hat sie 2 mögliche Szenarien. Das eine Szenario, also ein Szenario wäre auf jeden Fall, dass es auf dem Weg verloren gegangen ist, die Note. Und das andere Szenario war, nichts mit ihrem Freund. Bin ich jetzt schon raus? Da habe ich eine Frage und zwar, wer beschäftigt sich mit den Kryptos? Ist gar nichts angekommen. Wow. Keine Kryptos kamen an. Ich habe nichts von Kryptos bekommen. Wie sich die Story um den Tankwart verändert hat, der ja der Freund ist und irgendwie Probleme mit Kreditkarten hatte, der am Ende die Tankstelle überfallen hat. Also, Ja. Da sieht man, wie viel Information eigentlich auf der Strecke liegen bleiben. Jedes Mal, wenn wir etwas lesen, eine Nachricht lesen, wir diese empfangen als Empfänger und diese weitergeben, werden mehr als 70% der Informationen einfach nicht weitergegeben. Und dann versuchen wir immer, unsere eigenen Geschichten zu machen oder beziehungsweise diese Lücken zu füllen. Und so werden auch Fake News einfach verbreitet. Das Interessante bei euch ist, die Quintessenz ist dennoch rübergekommen. Beispielsweise, dass es ein Brief war. Und das ist ein Lob an euch. was kann ich jetzt machen, um Fake News zu erkennen? Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen aktives Zuhören, Rückfragen stellen. Zweitens Quellen beziehen. Woher kommt die Quelle? Wer verfasst die Quelle? Und drittens mehrere Quellen beziehen, nicht immer nur eine. Erstaunlich, was falsche Nachrichten bewirken können. Aber wie wirken sie sich im Business aus? Was bedeuten zum Beispiel Fake News an der Börse? Und was kann man dagegen tun? Das schauen wir uns im nächsten Clip an.